So, hallo Leute. Heute spiele ich mal ein bisschen Helios RP. Das habt ihr noch gar nicht gesehen bei mir. Und ja, der Server ist relativ cool. Admins auch. Man wird hier nicht instant bannen, wenn man einmal irgendeinen Fehler macht oder so. Das sind eigentlich alle relativ nett. Ja. Ich verstehe nicht, wie man hier die Garage öffnen kann. Oh. Wenn hier das jetzt einfach ein bisschen buggy ist, dann kann ich ja auch schließlich einfach mal irgendwo anders hinrennen. Aber wäre relativ doof. Das mal so sagen wollen. Weil das Garagenzeichen ist nämlich auch hier. Aber, oh, schon geht's mir einfach nicht. Mann. Ja, dann laufe ich mal woanders hin, dann will ich nicht einfach in der Suppe ein bisschen Stress machen, dann laufe ich einfach mal da und gut ist. Zwar heute, ich habe hier schon öfters drauf gespielt, könnt ihr auch in meiner Kleidung und meinem Cache sehen. Ich bin im Dinalor-Kartell. Und ja, ich habe eine 700 oder 800k Sanktion, also farme ich jetzt ein bisschen Geld, um die dann abbezahlen zu können. Ich glaube, die hätte auch noch einen Tag. Und ja, dann habe ich das schon mal weg und dann können wir normal eigentlich weitermachen. Habe ich nicht diesen Fraktion und Sanktion Stress, weil jeder, der auch schon mal eine Sanktion hatte, der selber RP spielt, der weiß, wie das ist. Das ist ein scheiß Gefühl. Ja. Kann man halt auch nichts dran ändern, ne? Ich würde sagen, jetzt halt die Schnauze. Dann fahren wir einfach. Ein bisschen kommentieren werde ich aber noch. Keine Sorge. Ja, stimmt. Ich brauche noch Repacket, um was zu essen. Tut mir leid, wenn ich nicht so aktiv bin. Ich vergesse das halt meistens. Schule und das alles. Das ist ein bisschen stressig und dann noch aufnehmen. Okay, das mit dem Schneiden, das mache ich eh nicht. Das weiß ich, glaube ich, gar nicht mal, wie das geht. Aber ja, wird schon. Ich habe, glaube ich, alles umgestellt, ne? Ah, ist hier nicht mehr. Das gibt's hier nicht mehr. Das heißt, wir müssen das Auto eigentlich da reparieren lassen, aber es ist kein Mechaniker online. Ich gehe einfach den Support. Auf dem Weg vielleicht ein Hammer. Kannst du mal irgendwas? Ja, klar. Frag mich, warum ich Kokain dabei habe. Durst. Wartet mal. Zack. Supporterwarteraum. So, und Ingame heiße ich außerdem auch David Joe. Ach so, ich muss doch nicht in Support. Ich hätte einfach nur runterscrollen müssen. Ich will noch Albert einstellen, wie man weiß. Super. Zack, und was zu trinken. Latte. Zack. Und dann esse ich auch noch ein Sandwich, damit ich das für mich habe. So. Würde ich mal sagen, wir machen uns jetzt auf den Weg. Also es
das ist jetzt, glaube ich, auch erst mein viertes Video, das ich generell auf YouTube mache. Also ich erwarte nicht vieles. Und ja, die anderen waren eigentlich meine Fortnite. Jetzt mache ich halt auch mal ein bisschen GTA. Wahrscheinlich heute kommt auch ein bisschen Call of Duty. Aber ich werde auch noch machen. Also Warzone oder MW3. Für die, die es noch schon sehen, ich werde es direkt hochladen auch. Für die, die es dann sehen, die können ja auch dann runterschreiben, ob die gerne Warzone oder MW3 sehen wollen. Vielleicht hätten wir beide. Also No Flag. Wer steht von euch eigentlich auch alles auf 3-jährige Kicken fest? Ja. Könnt ihr ja dann gerne mal drunter schreiben. Ich weiß nicht, wie lange ich das Video halten werde. Kann auch sein, dass es eine halbe Stunde geht. Ich werde nicht erwarten, dass ihr euch das bisschen anschaut. Wäre aber schön. Und ja, wird schon. Ich versuche auf jeden Fall aktiver zu werden. Ich bin gerade auf Twitch, aber der ist noch ein bisschen verbuggt. Ich hoffe, dass es hier nicht ist, weil Twitch ist so, dass ich halt etwas sage und das dann alle 3 Sekunden, bis ich wiederholt. Vielleicht ist es hier nicht so. Also hoffentlich. Wäre schade. Weil ich gerade echt einen guten Lauf habe. Ich nehme gerade schon 6 Minuten auf. Wow. Das macht halt echt Spaß eigentlich auch auf helios, okay. Nur ist halt schade, dass sie nicht so viele Spieler haben. Wäre nett, wenn alle, die das sehen, die auch einen PC haben, oder am besten eine VM von GTA, wenn ihr dann auch mal alle da drauf könnt. Das würde mich auch für Helios freuen, das würde die Helios Supporter freuen. Ja. Freut mich sehr. So. Jetzt bin ich ruhig und farme. Alle, die es vorspulen wollen, können es gerne. Ich schätze mal, es geht dann auf Minute 10 zu. Wo es dann aufhört. Weil ich schaue nebenbei dann auch immer gerne ein bisschen YouTube und so. Ich muss eh mal in die Suppe. Ah, da sind sogar 2 im Support. Ja. Okay. Jetzt bin ich muted. Oh. Ba, 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 ba.
Ich gehe vielleicht auch heute noch live, wenn ich das alles hinbekommen habe mit dem Einstellen und so, das halt nicht. Steht hier. Ja. Zack. Miere ich das? Ich hätte gerne Sniper. Find mal dir. Ist aber gut, weil Hades zieht eigentlich gut Leben immer ab. Da können wir die vielleicht abstauben. Ja. Wenn ich nicht so lootgierig wäre, wäre ich auch mal schneller. Muss ich mir echt abgewöhnen. Ja, die haben die Medaille. Hier oben ist einer. Beide. Die haben mich gesehen. Ja, die haben gutes Aim. Aua. Aua, was hitten die so gut? Die pusten mit dem Saft da. Oh. Oder sehe ich hier, hallo. Willkommen im Support, wie kann man dir weiterhelfen? Ah, hallo. Sorry, Ja. ich war gerade Meint der das da ernst da Und oben? zwar, ich nehme auch nebenbei auf und ich wollte fragen, ob es okay ist, wenn ich das auf YouTube und Twitch hochlade. So, was Weil sehe bei ich manchen hier? Fällen muss man das abklären. Guten Morgen, Azad. Und das wollen wir dann was tun. Ist das okay? Komm. Hallo? Also mir macht nichts aus, aber da musst du ja Tom fragen und Max. Ja, weil ich bin gerade in der Aufnahme drin und ich wollte fragen, ob es okay ist, wenn ich das dann hochlade. Warte mal. Wartest du mal eben kurz, Mike, 10 Sekunden? Also ist das okay oder nicht? Weil ich kann ja auch die Aufnahme behalten und dann kann ich ja warten, bis es dann abgeklärt ist. So ist nicht. Ist ja nicht so, als ob ich jetzt hier fertig mit der Aufnahme und direkt hochladen muss. Ich habe jetzt Zeit. Ob es euch was ausmachen würde. Wenn ich es nicht kann, ist auch nicht schlimm. Dann ist halt so. Nochmal. Bitte? Warten Sie mal kurz. Ich muss Du ganz wolltest kurz wissen, weg. wie ich so viel Geld gemacht habe? Und wie ich Level 2500 bin? Ich habe mir ganz eventuell ein Modding-Menü runtergeladen. Aber auch nur ganz vielleicht. Es ist ein Mod-Menü. Da kann man zum Beispiel einstellen, weil man kann ja nur zweimal am Tag an der Maschine gewinnen, ne? Dann kann man so einstellen, Win, Jackpot an der Maschine im Casino und Lose. Du musst dann immer Win, Lose, Win, Lose, Win, Lose, Win, Lose. Verstehst du? Und so machen 2,5 Millionen pro Sieg, pro Gewinn. Und ich habe fast jedes Auto. Also willst du heute zu mir kommen? Ich kann nicht. Warum? Am Arzttermin. Morgen? Willst du morgen bei mir schlafen? Morgen geht auch nicht. Ich könnte Donnerstag. Dönerstag? Freitag und Samstag. Okay, und von Freitag auf Samstag? Ja. Okay, das muss ich dann auch mal fragen. Das ist ja gerade wie. Ja, ciao. Tschüss. Hol die doch Wasser. Bin wieder da.
So, jetzt habe ich 400 alter Schwede. Also, muss ich dann warten, bis ihr es alle untereinander abgeklärt habt oder nicht? Ich kann warten, ich kann es auch sofort hochladen. Müsst ihr jetzt entscheiden. Ich bin dann mal weg. Könnt mich ja sonst auch mal eben einfach in den Support rufen, wenn ihr es entschieden habt, okay? Ciao. So. Hab ich jetzt hinter mir? Zack, dann gehe ich wieder hier drauf. Absolutely going to regret doing this. Hallo. In Call of Duty Modern Warfare 3, this camo, this is the regular event camo that you can get from the current event that's going on, and it just makes me physically uncomfortable just looking at it, man. We've actually gotten quite a few different event camos over the last few months, but this one is just, it makes my skin crawl. Honestly, shout out Sledgehammer. We've had a plethora of event camos over the last couple of months, so I'm happy to see that pretty much every single month of this game, every couple of weeks, there's always some new camo to chase after, be it event related or just a general camo. It's nice that we've had camos to actually chase after in multiplayer to give us a reason to keep playing. I ain't saying giving us a reason to keep playing. Sometimes I just like play multiplayer. There shouldn't be like a God-given reason every single time. I feel like the mindset of giving somebody a reason to play has kind of corrupted our visions of gaming just a little bit. I guess we did have stuff to chase back in the old days, but I feel like with old Call of Duties, those games were generally just fun to just hop on and play. I didn't have any overarching goal. I wasn't chasing nukes. I just hopped in the game and had fun. Oh yeah, there it is. Oh, that's just wrong, dude. It looks just uncomfortable, man. I really feel like this channel's just kind of taking off now. Seeing a lot of people just enjoy the spectating Warzone videos, the camo videos. I'm excited for season 3, and I just can't wait to have content to kind of play with you guys or show to you guys, you know. I saw his little red dot. There's a guy right here. I thought it was this guy. If you're wondering what version of the MCW or ACR that I'm using the Jack conversion kit version for it. That makes the rate of fire go up a little bit. I haven't touched this since it first dropped, and I think they actually buffed it because it feels a lot stronger than before. Wow, that feels amazing. In order to unlock the regular camo, you had to get kills with mosquito drones and sentry turrets. So I equipped that. I equipped the one perk that basically lessens the amount of points that we need to get certain kill streaks. And I was able to get it done in a reasonable amount of time. Like, it's a fairly easy set of challenges. You just play shipment, make sure the enemy team doesn't have trophy systems up. That guy has a grenade launcher. Make sure the enemy team doesn't have trophy systems up, and so I'm running DDoS, and then just spam those mosquito drones. If you equip the one perk that reduces their kills by 1, you can get a mosquito drone in like 3 kills. I wonder what kind of events we're gonna have in season 3 of MW3. Like, that's what I'm excited the most for. It's just the number of events, because we had a lot throughout this season right here. Actually, a good amount of events during season 1 too. Not too many like animated camo events. I think we had 1, and that was just like the weekly challenges camo. But other than that, we didn't really have like too many animated camo events, I want to say. But that being said though, oh dude, I just can't wait to see what this season brings us. I actually really enjoy this game. Some people criticize this game, say it's worse than MW 2019, which I feel like if you started your COD career in 2019, you don't really know what like sensible CODs kind of feel like, if that makes sense, you know? My issue with Modern Warfare 2019 never really was like the movement per se, or the colors, or the way it looked, the way the guns felt. I thought the gunplay in the game was actually impeccable. Things like spawns didn't make sense. You died in like 2 to 3 bullets. I wasn't a fan of that. There was no dead silence. And then they basically took all those elements of that game and put them into a worse COD, which was MW2. I still don't understand how we got to that game. That game literally took the worst elements of MW19 and put them on an even worse engine and with an additionally worse playstyle. Like the slow movement of MW2, just to match all that stuff, it was so bad. That game was trash. That being said though, if you want to see me play MW2 again, now that it's been about 6 months since we all dropped that game, let's try to hit like 10 or 20 likes in this video, because I really don't want to play that game. Really did not enjoy that Call of Duty, man. I didn't really enjoy like Vanguard either. Vanguard was just weird because it was a World War II game. Honestly, I've been thinking about going back and making some videos on that game. It was just a weird game though. I didn't mind the way the game played. The maps were actually pretty nice for the most part.
This thing's actually kind of insane. Wait a minute. No! I was gonna try to shoot my mosquito drone at him. I just don't know how we downgraded from something like Cold War and even Vanguard with the movement, the way the game felt, the way the maps played and everything, to MW2. Like, I know they were trying to go in a more traditional Call of Duty route, but something about the way it was done just didn't feel good, man. I did not like that game. And to this day, I think that's still my least favorite Call of Duty of all time. It got better in like the later, like 2 seasons when they stopped making it just feel like absolute shit. But for those first like 4 seasons, we lacked a lot of content. We didn't really have too much going on. Like if you compare the season 1 roadmap of this game to the season 1 roadmap of MW2, oh my god, the disparity is insane actually. The differences between these 2 games is just wild. That roadmap for season 1 was like maybe a third of the roadmap of season 1 for this game. It's just crazy to me how much was lacking in that game on launch and then through the first 2 seasons. I was never excited for pretty much any of the seasons of that game, purely because the game, the guy's lagging out. I don't know if the guy was lagging out or if his controller just disconnected or what, but they look kind of funny. Hello. Like, I don't need like super cracked up movements to have fun in Call of Duty. Maps didn't feel super good and flowy. There were a couple exceptions. Like Mercado was actually okay, and then the hotel map was actually okay. I could tolerate that one. But outside of that, dude, oh my god. Like most of the maps, you just spent half of the time just camping in them, man. You remember that Arboretum map or whatever it was called that we got in like season 5? Merc Music actually talked about that in the recent video. He made a very good point. That map was spawn up and camp literally in the back of the spawn or on the tallest building that you could find, and that's it. Like there was no pushing up on that map. I just don't know how we got to that point, man. MW19 wasn't by far a perfect Call of Duty. Like I said, I have a lot of qualms with that, but I didn't literally think it was possible to make something like MW2, something that has all the worst elements of an already weird Call of Duty, and then throw them on top of an even worse game. Like, I just don't understand that. Wäre cool, wäre sehr cool. Aber No, wait, did I get it? Oh, dude, I think I was like 1 off of the EMP or something. This thing shoots straight. I'm like I said, I'm just using the jack conversion kit, which I rarely ever touch. I'm pretty certain they buffed it actually. Holy smokes. It's just amazing to me, man, how a year, like a different studio could basically turn a game around, you know what I mean? Because this game is basically MW2, but with the quality of life changes that we needed in MW2. I know people joke like $70 DLC or whatever. Like, they're technically not wrong. I'd rather play this $70 DLC, which I guess makes me sound like an actual psychopath, to be honest. It makes me sound gullible, and I accept that. I understand that. I know I sound gullible just saying that out loud. I enjoy making Call of Duty content, and I enjoy playing Call of Duty. You know, it is what it is. This game has been by far and above worth the $70 compared to MW2. The content is good, the maps are fun, the game modes that we get like on a regular basis are fun, the events are fun, there's always something to chase after. Like, I actually genuinely enjoy playing this Call of Duty. Ooh. No, he spawned right there. I actually just did something kind of crazy. We need to take a point. Hold on. I didn't realize it was 15 and 23. Okay, we're taking A. Let's go. It took me. Take a ride show. I don't care anymore. I gotta adapt at this point. Let my teammates get that guy. Gibt so einen YouTuber, ich weiß nicht, wie er heißt, aber ich glaube, der ist auch relativ bekannt. Oh, I kind of locked in for a second. We just took all 3 points though. Should be a GG, right? Ich hab 3 Mädchen. Ich hab auch Mädchen. I mean to be sweating so hard in shipment of all places. They're in the literal blender. We just went crazy at the end. What is that skin? It's that little funny hat that he has on. I don't know why I decided to randomly go on a tangent about Modern Warfare 2, but I think it's because I was looking at the camo challenges for the crossbow. And if you don't remember, MW2 had some of the craziest challenges in terms of them being just boring. 25 long shots, a buttload of headshots. They were all the same objective for getting your guns gold, whatever the final like set of camos were. They were all the same. They were very repetitive. At least with MW3, we got to change up with that, and the camo challenges were a lot more fun,
a lot more diverse, and they felt a little bit more rewarding. They felt like they belonged for each different weapon like class. Simply just look at the list of maps we have in this available playlist right now, and I'm pretty certain this literally isn't all of them. I don't even know if Rust is even in this playlist. I'm pretty certain Shipment is also in this playlist. Not all of the maps are listed. Like, I'm pretty certain this menu is bugged, but just look at the plethora of maps we get right off the rip. It took ages for us to get literally like 1 or 2 multiplayer maps each season with MW2, and 2 of them for the first season were Shipment and Shoot House. We had nothing but awful maps pretty much. Remember the car map? MW2 was a real fever dream. I don't miss that game in any capacity. Like hell, we got 5 remade versions of old school maps that look really, really sick. I actually might play this Vortex playlist sometime this week. I haven't made a video on these maps in a minute. It's just crazy how we get cool stuff like this in like 1 season. It's been 2 seasons and there are over 20-ish maps in this game and multiple variations of existing maps. Honestly, I never thought it was possible to top my favorite developer studio, but I think Sledgehammer might be actually above Treyarch right now. I gotta wait and see what a full Treyarch cycle game like Gulf War is gonna be, but I'm impressed. I actually really enjoy this Call of Duty. I have a lot of fun when I play with it. My only gripes are like the SBMM and the cheating. I think a lot of those people kind of migrated to ranked play, so I don't feel any of that stuff when I play regular multiplayer, but I have a blast playing this Call of Duty, man. I don't know. Maybe I'm crazy. Are you crazy? Do you enjoy this game? I do. Keep having fun, man. I really enjoy it. Dann würde ich sagen, das war's dann auch schon für heute. Ich habe ursprünglich wollte ich das alles abbezahlen, vielleicht mache ich nachher auch noch weiter, aber gerade habe ich keine Lust mehr. Gibt es eigentlich Leute in GTA, die das auch mit der Maus steuern? Man kann das ja mit der linken Maustaste steuern, das ist echt weird. Aber gibt es Leute, die das wirklich machen? Also, natürlich ist das in deren Sache so, aber das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Das wird doch todesweird sein. Die Polizeiweste lasse ich lieber da drin. Man weiß ja nicht, wann der nächste Angriff oder Razzia oder so kommt. Oh, verdammt, rein theoretisch kann ich die beiden auch Hand abbezahlen, ne? Ne, die Sanktion ist mir gerade wichtiger. Zack. Weg mit hier. Wenn ihr wollt, kann ich ja auch mal ein normales GTA 5 Video bringen. Ist ja auch kein Problem. Aber ja. Da gibt's halt etwas, das ich immer mache. Also andere spielen das normal. Ich habe das auch eigentlich versucht normal zu spielen, ursprünglich. Aber es ging halt einfach nicht und es wird halt zu langweilig und dann halt, ja. Backelaka, 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 mag, backelaka, backelaka. Okay, dann bis gleich. They added one of the best SMGs ever to Modern Warfare 3. Do you remember the Bullfrog from Black Ops Cold War? Well, it is back in Modern Warfare 3. And we went ahead and dropped over 300 kills and 5 nukes. Absolute banger gameplays you are not gonna wanna miss out on with the new Bullfrog meta. First, here's how you can unlock the secret Bullfrog in Modern Warfare 3. First, put on the mini-back SMG, which is quite literally identical to the Bullfrog. For my magazine, I have the mini back grip mag. Just like the Bullfrog, it made it an absolute laser beam, 0 recoil whatsoever. I threw on the no stock attachment so I can get as much mobility as the Bullfrog had. I mean, it doesn't get any better than this. Really quick EDS speed, sprint to fire, movement speed. You could be a lot more aggressive in your gameplay.
And then I also throw in the true tack grip where I get even more sprint to fire and ADS speed. So it's such a fast SMG build. I also put on a suppressor. I feel like the Bullfrog back in the day was just so much better with a suppressor, and I did the monolithic suppressor. So I'm just off the radar. Enemies don't know where I'm at. And I also get better recoil control, which makes it a lot more accurate. And then my final attachment is a laser, the SL Razorhawk laser light. One of my first times ever using this, and I'm definitely gonna use it a lot more often. Huge increase once again in sprint to fire, ADS speed. So now it's super accurate like the Bullfrog, and you have so much mobility out of this. It's honestly insane. You can't even tell the difference. I forgot to equip it. There we go. And then here's the rest of my loadout. If you guys are interested in that, don't forget to subscribe to the channel and click the thumbs up button so you don't miss out on my future Modern Warfare 3 videos. And with all that being said, enjoy the gameplays. The hell you looking at, my boy? Ain't a soul over there. All right, we got ourselves the Bullfrog in Modern Warfare 3. I've been having a lot of fun like recreating some of these OG weapons from past Call of Duties, bring them into MW3 at the UMP. We did the Tech 9 from Cold War, AK-74. We've done all that. I missed the game a lot, so much so where I'm eventually gonna go back and make a vid on Cold War again in some of those older games, but I'm still enjoying MW3 a lot. I really am. So I don't plan on doing it now. I'm going to do it when the game's a little bit more dry and whatnot. It'll make more sense for me to, you know, go back and just revisit, you know. But is there any other Cold War weapons that you'd like to see me do? I was thinking maybe the AK. That Cold War AK was amazing. I think it's very iconic. It was literally like the best weapon in the game pretty much all year, which is hilarious. Nice. Oh my God, this is so goddamn good. This is all I would use in 10v10 in Cold War. I remember they had 10v10 in a 10v10, what was it? 10v10 or 12v12 Nuketown, and this is what I used. I ended up getting my most kills ever in Cold War using the Bullfrog. It was amazing on Rebirth Island. I dropped my first ever 40 kill gameplay on Rebirth using, guess what? Yep, you guessed it, the Bullfrog. So
Hier spricht die Polizei. Halten Sie. Steigen Sie aus dem Wagen und treten Sie auf die Beifahrerseite. Sagt der Herr. Haben Sie denn eine Ahnung, warum ich Sie anhalte? Der Herr? Hören Sie mich? Hören Sie mich? Mal kurz. Der Herr, hallo? Das. Hallo. 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 Ah, jetzt. Sorry, ich war Der Herr hat keine Ahnung, warum zu ich Sie schnell gefahren. anhalte. Ist das Nein, richtig? aber Sie sind ein bisschen gefährlich gefahren, sagen wir es mal so. Ach so. Können Sie einmal einen Führerschein für mich bitte? Ja, liebend gerne, aber. Führerschein und Personal oder nur Führerschein? Führerschein lang. Haben Sie? David Johansson. Ja, Sie kennen mich ja schon, ne? Ja. Ach ja. Das sind direkt auf der ersten Seite. Ah, das ist ja super. Habe ich schon einen VIP-Platz. Ja. Ach ja. Ich habe, glaube ich, schon ein bisschen was hier angerichtet auf dem Start. Und vor allen Dingen, Sie haben auch schon gute Bekanntschaft mit mir, richtig? Ja, hab ich. Ja. Ein paar Schlägereien, ein paar Ausbrüche, Fahrerflucht, sowas alles. Ähm, das ist noch eine Sache, Wie bitte? die nicht abgeschlossen ist. Waren Sie schon hinter Gitter wegen gefährlichen Eingriffen in den Straßenverkehr? Ja. Verweigerung Beamtenflucht vor der Polizei? Ja, Fahrverbot dafür nicht war ich alles. Das beachtet. war auf dem Flugplatz. Da haben sie mich ins SG Ja. gebracht zweimal. Also einmal wegen Schlägerei und so und einmal. Dafür saß ich alles schon ab. Im SG, im, Könnten Sie einmal die Motorhaube öffnen? mit welchem Muskel? Sie gehen ins Fahrzeug, machen Sie den fünften Finger, Fahrzeugmenü und dann Motorhaube öffnen. Okay, 5 Finger. Fahrzeugmenü. Tür öffnen, Motorhaube öffnen. Habe ich. Schreiben wir kurz aus. Okay. Komme ich jetzt in den Knast? Öffnen Sie bitte einmal die Motorhaube. Okay. Das darf doch nicht wahr sein, jetzt ist die schon wieder ab. Was? Es ist die gerade abgefallen, wo ich gerade repariert habe. Das ist super. Bei mir war die nie Das ist dran. Scheiß. Bei mir war die ehrlich gesagt nie dran. Ja, ja. Jetzt haben Sie halt die Motorhaube verloren. Ja, das, oh, Ja. Entschuldigung, Entschuldigung. Oh. Falscher Muskel, falscher Muskel. Ja, hier haben Sie einmal den Führerschein wieder. Danke. Ja, Sie dürfen dann weiterfahren. Vielen Passen Dank. Sie auf, dass Ihnen nichts in die Motorhaube rein, in den Motor reinfliegt. Okay, mache ich. Vielen Dank. Tschüss, schönen Tag. Jo, tschüss. Das war ein knappes Ding, würde ich mal sagen. Ich hatte schon Angst, dass er meinen Koks findet. Ach ja. Okay, wie lange ist hier? Egal, habt ihr auch schon mal mit Polizei gesehen, wie man verhalten wird?
Der Herr Elias Krieger ist auch eigentlich sehr freundlich. Nur ich habe den einmal zusammengeschlagen, nochmal zusammengeschlagen, weggefahren, nochmal weggefahren. Ihn zu Tode beleidigt und sowas alles. Aber wir haben das alles in der Suppe jetzt geklärt. Von daher, ich muss mir hier ein Repair-Kit holen. Und ich bin auch ein Superfahrer, wie man sieht. Tschüss. Was sagt ihr, Leute? Soll ich den mal nerven? Okay. Ich fahre einfach mal durch den Weg. Hey, kein zweites Mal, bitte. Okay, Leute, Jungs, Mädels, Alien, keine Ahnung, was ihr gesagt oder was ihr sagen wollt. Jungs, Mädchen, Aliens, etc. Ich fahre das jetzt lieber mal verarbeiten, bevor ihr mich noch findet. Ach ja. Das ist ein typischer Tag für mich auf dem Start. Ein typischer Starttag. Danach parke ich mein Auto und dann nehme ich auch wieder weg. Wie viele habe ich von denen? Kein Handy. Nein. 470. Gut. Doch, 190k. 190k jetzt. So, dann würde ich mal sagen, wenn ich mein Auto eingeparkt habe. Ich habe das mit dem Namen noch nicht richtig durchdacht. Ich wollte nur irgendwie Reezy oder Rezi. Kommt drauf an, wie ihr mich nennen wollt. Reezy, Rezi. Das ist eure Entscheidung. So, dann würde ich mich mal von euch verabschieden. So, ciao. Schönen Tag euch. Tschüss.